Ja, hallo, herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Motorradfahren lernen, How to Ride a Motorcycle. Diesmal mit erfolgreicher Saisonstart am Motorrad, einfache Übungen für einen sicheren Saisonstart für euch in diesem Video zusammengefasst. Ja, Motorradfahren ist ein faszinierendes Hobby, ist ein leibendes Hobby. Ist aber so, dass für einige von euch das Hobby ein Hobby ist, das man halt nur 6 Monate im Jahr nutzt und man dann immer wieder vor der Situation steckt, dass die ersten Wochen des Jahres, die ersten Kilometer ein bisschen eine holprige Geschichte sind. Und das wollen wir mit dem Video ein bisschen bekämpfen. Und ich weiß nicht, wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, das braucht man nicht. Ich weiß nicht, jetzt stell dir vor, du spielst auch halb so eine Tennis. Und wenn du das erste Mal wieder hingehst, tust du ja auch schwer, dass du den Ball wieder triffst. Oder für Skifahrer, also ich bin ein sehr passionierter Skifahrer, aber wenn ich dann Ende November das erste Mal auf die Ski stehe, die erste, zweite Abfahrt ist auch immer wieder ein bisschen eine Herausforderung. Aber beim Motorradfahren, dass ich da am Saisonstart eine Übung mache, da fällt einigen von den Herren meistens da draußen ein bisschen ein Stein aus der Krone und das möchte ich ein bisschen aufbrechen. Ich spreche mit unterschiedlichen Leuten, vielleicht mit ein paar oberlehrerhaft wirkenden Fahrlehrern, aber auch mit ganz normalen Typen. Und ich glaube, so ziemlich jeder von den Leuten, mit denen ich spreche, hat da eine professionelle Herangehensweise an das Thema. Wie bringe ich mich zum Saisonstart in Schwung für euch in dem Video? Und da gibt es natürlich ein paar einfache Übungen, die man machen kann. Wir bieten also so ein Warm-up-Training, ein kurzes, kompaktes an, wo man einfach ein paar Kurvenübungen macht, Blicktechnikübungen, ein paar Vollbremsungen, ein paar Ausweichmanöver, einfach um die Manöver wieder ins Bewusstsein zu kriegen, sich wieder zu gewöhnen, seine Reflexe zu schärfen und da wieder eine Übung zu kriegen. Also jeder Motorradfahrer, der eine Woche lang mit dem Motorrad auf Tour fährt zum Beispiel, macht diese Erfahrung, dass er am Ende der Woche mit seinem Motorrad wieder auf Du und Du ist. Und wir wollen natürlich, dass die Leute möglichst am Beginn der Saison schon möglichst gut in Form sind und nicht erst am Ende der Saison, Ende September oder Oktober, wo es dann wieder ums Einwintern geht. Also ich denke, die Einsicht ist bei den meisten da, weil das jeder ja für sich spürt, dass da am Anfang die Kurven und das alles nicht geht. Es gibt ja dann im Frühjahr noch zusätzliche Schwierigkeiten beim Motorradfahren, dass der Asphalt sehr kalt sein kann, noch in der Früh, dass vielleicht noch ein Rollsplit liegt irgendwo. Also das sind so typische Frühjahrsgefahren, die halt einfach da sind. Also bewusst ist das, denke ich, schon den meisten, die mitdenken ein bisschen. Und wir merken es natürlich auch an den Kursen, dass im April und im Mai besonders viel Motorradfahrer ein Training machen wollen. Ja, also bei mir ist es ganz sicher das Schauen. Das Schauen, also dieses Aufnehmen der Sinneseindrücke, dass ich einfach merke, na, das ist jetzt nicht ganz rund, sondern das ist jetzt echt, da prallt jetzt relativ viel auf mich herein und das muss ich alles verarbeiten. Und wenn du im Schuss bist, dann musst du nichts verarbeiten und da Anführungszeichen, das geht alles von allein. Nicht? Und so ist aber einfach also man muss sich ganz sicher an die Geschwindigkeit, an die Beschleunigung, einfach, dass die Welt ganz anders auf einen herzoomt, an das muss man sich, glaube ich, am meisten wieder gewöhnen und wo es man nie glauben darf, dass man sofort, wenn man so eine längere Pause gemacht hat, dass man sofort wieder top im Schuss ist, dass man mehr oder weniger so fahren kann wie bei der letzten Ausfahrt. Das ist ein übler Gedanke, der auch oft ins Auge geht, sinnbildlich gesprochen. Also da gibt es relativ viele Stürze, weil die Leute das nicht akzeptieren können. Das ist so wie bei jedem Bewegungssport, da muss schön drinnen sein. Dann läuft es rund, dann ist super, aber ja. Möglicherweise für viele, die das üben wollen, dass sie es in der Blicktechnik perfektionieren, weil es ist eigentlich auch bei jedem, bei mir selber, bei allen anderen auch, es ist immer Luft nach oben. Wir sind nie ausgelernt. Also, das heißt, es ist immer noch möglich, dass man sich da und dort, wenn es nur um Feinheiten ist, sich verbessert. Und die Feinheiten können aber dann schlussendlich irgendwann in einer Situation eine Unfallvermeidung bewirken. Und deshalb ist das ständige Trainieren und Üben also ein wichtiger Faktor. Erstens einmal ist es für uns Menschen nicht möglich, aus der Evolution aus Feinmotorik sich zu merken. Unser Körper merkt sich keine Feinmotorik. Das sieht man auch bei den Unfallzahlen, weil die Straßen sind im Frühjahr nicht anders, wie sie im Herbst waren.
Und im Frühjahr haben wir so eine Unfallspitze, wenn die Motorradsaison losgeht. Die Erinnerung im Kopf ist noch da an die schwungvolle, schöne Herbstausfahrt, aber die Feinmotorik im Frühjahr bei den ersten paar 100 Kilometer ist nicht da, da fällt sie. If you have some confidence in just one of the many aspects of riding, one of the technical skills, good, you come to a corner, right, and you look at that corner, you go, you know I can do this, I know I can have good throttle control, I know I can pick a good line, I know my body position, I know what I'm supposed to be doing with my visual skills, whatever it may be, then you have something solid to build, to connect the other pieces to, right? It's not just, it sounds good to go like, oh, I know all this information, I have all these techniques, right? I read everything, I listen to everybody, I go on the internet and I find all these people's opinions and all this kind of stuff, right? And I have all this information about riding, right? And they're not good at anything, any particular one of those things. Then every time they ride, things just go like this. They don't go like this. They don't go smoothly, right? So it's not just understanding or being exposed to riding techniques. It doesn't work. It doesn't work like that. I mean, if that were true, you and we could go and turn on the television, we'll go to a MotoGP race, and we could watch Marc Marquez and Valentino Rossi and Dovi and all these guys, right? And we watch them and go, oh yeah, I see what they're doing. And then you could do it too. But you can't. Not even close. Beim Motorradfahren generell ist natürlich immer der Tipp, locker am Lenker. Sobald man schnell fahren möchte, das sieht man meistens, wenn man auf die Rennstrecke irgendwo hinschaut, sobald man schnell fährt, die greifen einfach zu. Und das ist definitiv der erste Grund, egal ob Motocross, egal ob Enduro, egal ob mit so einer Maschine, mit einer kleinen Maschine auf der Rennstrecke, die Arme müssen halt locker sein. Ja? Und wenn die nicht locker sind, kann es auch nicht schnell gehen. Hat man kein Gefühl für Kupplung, Gas und Bremse. Also das ist für mich mitunter das Wichtigste, wenn nicht sogar das Wichtigste. Ich habe zum Beispiel Tennisbälle, die ausgespült sind, gelbe Tennisbälle halbiert, dass die Halbkugel ist, die rollt nicht weg. Und dann versuche ich so einen Kreis zu machen mit 8 Tennisbälle, also ein 8-Eck sozusagen auflegen, mit ca. 11 Meter Durchmesser, 10 bis 11 Meter Durchmesser. Dann den zweiten Kreis, 8er hat ja 2 Kreise, maximal 4 Meter auseinander, die 2 Kreise. Das heißt, dass ich dann, wenn ich die Übung fahre ich außerhalb von diesen Punkten, ob ich jetzt dann 50 cm oder 1 Meter außerhalb fahre, spielt da keine Rolle. Dann habe ich aber eine Größe, dass man schon auch die 30 km/h minimal überschreiten kann. Jetzt habe ich dann bei dieser 8er Übung die Möglichkeit, auch bei den 30 kann ich drücken probieren. Ich kann langsamer fahren und drücken. Später, wenn ich mich weiterentwickle, kann ich versuchen, den 8er innen zu fahren und in den anderen 8er nach innen, in den anderen Kreis nach innen zu wechseln, dass er kleiner wird. Aber ich kann beide Fahrstile außenrum probieren. Also es geht einmal um diese Bewegungen, drücken, legen. Dann könnte man noch das ein bisschen extremer machen, also nicht extrem, aber sinnvoller machen, dass man sich von diesen gelben Tennisbälle die Hälfte von mir aus rot lackiert. Dann macht man das Kreuz, das normale Kreuz mit gelbe und das Zwischenkreuz mit rote auf beide Seiten. Und wenn ich bei einem gelben vorbeifahre, muss ich auf den zweiten roten schauen. Der dritte gelbe ist ja noch schon 90 Grad. Man schaut nicht ganz 90 Grad vor. Und so kann man das trainieren, dass man dort mit der Nase hinzeigt. Man hat gesagt, wir fahren der Nase nach. Nicht mit den Augen dort hinschauen, sondern die Kopfdrehung. Das heißt, ich muss dann bei diesen 8er fahren auch, weil ich ja dann keine Gerade mehr dazwischen habe, sofort aus einer Linkskurve in die Rechts und umgekehrt aus der Rechtskurve in die Links umschwenken. Dort haben wir auch bei Videoaufnahmen im Freiland bemerkt, dass viele ein Problem haben. Das war ja eine der Buskurven, was wir beim Straßentraining haben. Rechtskurve Ende, um die Spur falsch positioniert und schlecht in die Linkskurven reingefahren. Das ist nur ein Minimalanteil von einem 8er. Aus der Rechtskurve in der Linkskurven. Und das lerne ich dort alles. Dann habe ich die Feinmotorik fürs Gas, weil wie gleichmäßiger die Geschwindigkeit ist, wie leichter tue ich mir. Also das ja mit dem Gang, bei den 30 km/h ist meistens der zweite Gang, bei einer Vierzylinder ohne weiteres der dritte Gang. Bei einer Zweizylinder, so wie Africa Twin oder Baradera oder GS, geht da bei der Geschwindigkeit der zweite Gang. Und versuchen nichts Kupplung zum Schleifen, dass die Maschinen ruhig ist, versuchen die Hand ruhig zu halten, also ruhiges Gas zu halten.
Wenn der Platz so groß ist, dass man so einen Achter überhaupt aufbaut, weil wenn man 2 11-Meter-Kreise hat, sind 22, 4 Meter Abstand, sind 26 und wenn man außen fährt, muss er mindestens 30 Meter lang sein. Und wenn man das nachher vielleicht diagonal fährt, wenn da nicht eine Pflastersteine oder Parkplatzabgrenzungen sind, dass man das nicht machen kann, kann man ohne weiter schon einmal auf 30, 40 beschleunigen und bremsen. Immer wieder den gleichen Ablauf. Mit dem Bremsen, auch wenn ich keine Notbremsung mache, strecke ich die Hände automatisch. Das ist auch, wenn ich die Notbremsung tatsächlich mache, wenn ich eine harte Bremsung mache, dass ich nicht einen Lenkimpuls versehentlich gebe. Natürlich, wir lernen einmal die Basics und mit einem Training, glaube ich, dass das nicht abgetan ist, ist, glaube ich, uns allen klar. Aber man kann natürlich dort und da mal draußen natürlich einmal einen Ausweicher probieren, vielleicht einmal bei einem Kanaldeckel, da man das Feeling wieder ein bisschen inhaliert oder den Instinkt wieder ein bisschen schärft. Aber in Summe, sage ich mal, wir haben viele Biker da, die jährlich kommen und das ist auch nicht verkehrt. Trainieren geht schon alleine. Aber wenn da einer ein bisschen auf die Finger schaut, und da geht es ja nicht um Gravierendes, sondern es sind oft Kleinigkeiten, wenn man das ändert, wo die eine oder andere Handhabung einfach leichter von sich geht. Und dahingehend, natürlich kann man draußen auch trainieren, aber ich würde schon empfehlen, trainieren mit einem Trainer, weil einfach das wesentlich besser ist oder einfach der gezielt dich weiter und schneller weiterbringen kann. Ich weiß es von mir selbst, also gewisse Sachen, wenn ich sage, ich habe mit dieser Software habe ich jetzt ein kurzes Problem und bevor ich hier lange in eine Anleitung schaue, suche ich mir YouTube wieder, das wird Schritt für Schritt erklärt. Aber bei sowas wie Fahrlinie und Fahrtechnik ist aus meiner Sicht die Stimme von außen, egal ob es jetzt der Fahrlehrer oder der Instruktor von einem Fahrtechniktraining ist, der ist notwendig, weil der jetzt den objektiven Gesamtüberblick hat und dann sagen kann, die Kurve war jetzt gut, weil, oder das könnten wir noch besser machen, indem wir es so machen. Weil es ist schon so, du sitzt drauf und du spürst, wenn eine Kurve nicht gut war. Und niemand eiert durch die Gegend und hat trotzdem Spaß dabei. Aber manchmal ist es halt schwierig herauszufinden, warum die Kurve nicht gut war. Und wenn da jemand da ist und er sagt, wenn wir da die Linie so machen, wenn du zuerst dorthin schaust, dann wird es besser und man probiert es und findet es heraus, das funktioniert tatsächlich. Dann ist die Stimme aus dem Off sicher die bessere Variante, als irgendwo kurz einmal am Handy zu scrollen, ob es noch ein Tutorial dafür gibt. Ganz ein guter Tipp ist sicherlich, am Anfang einmal ein Training zu absolvieren. Es gibt unterschiedlichste Anbieter in unterschiedlichsten Segmenten. Ich mache das heute noch. Ich mache meine Trainings auch selber teilweise. Also ich gestalte mir auf Übungsplätzen Trainings für mich oder nehme bei irgendeinem Teilnehmer mit oder gehe mal irgendwo auf ein Training wie jetzt das Jahr, waren wir ein bisschen Trail schnuppern im Salzstiegel. Im letzten Jahr waren wir mehrmals in Hechlingen und da gibt es dermaßen tolle Programme, wo man einfach die Winterstarre aus den Knochen schütteln kann. Blickrichtung wieder, ganz komisch. Und das Zusammenspiel zwischen Anfahren, Wegfahren oder wenn Sie von einem Parkplatz weg rausfahren und es ist eine Mulde, fahren Sie genau bis vorne hin, bis Sie eigentlich mit den Füßen nicht mehr keinen Boden da lang mehr haben und dann fallen Sie meistens. Das ist also das Geländelesen beim Motorradfahren, so wie beim Skifahren natürlich auch. Und du darfst dann nicht weit vorfahren, weil die Kuhle ist und dann mit rausfahren, platsch. Und dann lassen sie die Kupplung schnell aus, entweder sie sterben oder sie machen einen Hupfasse auf die Straße. Das ist so das sehe ich bei uns im Hotel, wenn sie wegfahren. Also nach dem Winter wäre es ganz gut, meiner Meinung nach, wenn man mal wartet, bis es anständig geregnet hat, dass die Straßen halbwegs sauber ist. Und was ich regelmäßig mache, aber so übers Jahr, wenn ich das Motorrad in die Tiefgaragen stelle oder aus der Tiefgaragen hole, in der Tiefgarage ein bisschen Achter fahren. Das ist einfach so eine grundsätzliche Geschichte, dass ich jedem empfehlen kann, richtig auf die Blicktechnik schauen, dass man wirklich in die Kurven reinschaut, dass man wirklich bewusst probiert zu drucken und da langsam einfach Achter fahren. Und das glaube ich, gibt jedem irgendwo so eine Grundsicherheit, also so ein Grundhandling. Für mich persönlich ist Winterfahren in Spanien eines der allerwichtigsten Dinge, weil ich da tatsächlich am allerstressfreisten Motorrad fahren kann. Durch das, dass die Veranstaltung relativ gering gebucht haben, noch, bis zum jetzigen Tag vielleicht, und somit
da geht's ja um 10 erst los. Ne? Da wird es um 8:30 erst einmal hell und dann geht es um 10 los und jeder ist halt da und ist ein bisschen im Urlaubsfeeling. Und meistens sind das so 3, 4, 5 Tagesveranstaltungen, teilweise auch mit Open Pitline. Bei einer 5-Tages-Veranstaltung mit 45 Personen, das siehst du selbst bei Open Pitline nicht mehr auf der Strecke, da bist du allein. Und das nimmt gigantisch viel Stress weg von diesen Stresssituationen, die ich vorher gerade erwähnt habe. Und dadurch lerne ich einfach viel effektiver, weil ich mich mehr aufs Wesentliche konzentrieren kann und auch vom Kopf her freier bin. Und sowieso, na klar, wenn ich 6 Monate nicht Motorrad fahren würde, weil ich nicht nach Spanien gehe im Winter, ich merke das teils sogar, wenn ich mal 4 Wochen frei habe und mal 4 Wochen nicht Motorrad fahren muss, dass mir einfach der Körper sagt, naja, das ist jetzt wieder teils neu, obwohl es nicht neu ist, aber es ist wieder anders als wie beim letzten Mal. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich 6 Monate nicht Motorrad fahren würde, dann würde ich schon einen gewissen Rückschritt machen, auch wenn ich es nicht verlieren würde, aber ich würde einen Rückschritt machen. Von dem her ist es für mich schon wichtig, dieses Level nicht unbedingt immer zu verbessern, aber zumindest halten. Und das halte ich auch mit vielen Kilometern. Fahren, 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 fahren. Saisonbeginn, wir haben ab 1. April unsere Motorradflotte bei uns im Haus. Wir haben schon tolle warme Straßen, weil wir ja nach Süden offen sind, Richtung Gardasee. Und können schon toll fahren. Also wenn einer sagt, ich will die Saison ein bisschen mehr fahren, dann ist eine ganze Woche fahren natürlich eine geniale Möglichkeit, um da in Form zu kommen. Nicht? Okay. 2 Ortschaften weiter südlich, die sind in der Natur, die sind 3 Wochen voraus. Wenn du im April, also von der Vegetation, von den Blattland, vom Austrieb und alles, das ist faszinierend. Also bei uns ist das wirklich einmal über den Berg drüber. Das Gailtal ist Ost-West gerichtet und die Karnischen Alpen sind eigentlich der erste Gebirgszug, der entgegen der Strömung vom Meer auf, der warme Strömung ist. Und die anderen über den Blöckenpass drüber, dann sind die Täler Nord-Süd gerichtet. Und das ist wirklich interessant, aber das gibt ein paar Grad aus und die sind 14 Tage, 3 Wochen vor uns. In der Vegetation, auch mit dem Klima. Also ist so. Ja, Hand aufs Herz, liebe Leute. Könnt es gerne posten, ist überhaupt kein Problem, wenn wer sagt, Schwachsinn, ich brauche das nicht. Ich bin zum Saisonstart genauso fit wie zum Saisonende. Ist aber auch so, wenn Leute, die durchfahren, muss ich wirklich sagen, auch die hätten vielleicht die eine oder andere Übung nötig, weil es ja doch so ist, dass man im Winter wahrscheinlich nicht die gleiche Anzahl von Kilometern hat. Dass man wahrscheinlich ein bisschen anders an das Thema rangeht, nicht so intensiv und in jedem Fall dieses Auffrischen nötig ist. Also postet mal gerne unten drunter, macht es Sinn, am Saisonstart ein bisschen sich mit der Fahrtechnik auseinanderzusetzen oder ist es nur Geschäftemacherei von den Anbietern von solchen Trainings? Postet mal das schonungslos unten drunter, eure Meinung und über was mich noch freuen würde, wäre ein kleiner Daumen rauf. Wir haben viel Arbeit mit der ganzen Serie gehabt. Keine Wertschätzung eurerseits mit einem Daumen rauf. Ist balsam für unsere Motorradseelen. Danke, tschüss und baba.